Hallöchen, wir sind wieder da und wir haben unsere Gäste von gestern mit neuen Sachen. Es gibt nämlich wieder Neues zu Monster Hunter World. Und für alle, die gestern noch nicht dabei waren, stellen sich die beiden jetzt erstmal vor. Would you like to introduce yourselves again? Hallo, also ich bin die Steffi, ich mache das Community Management für Capcom Germany und ja, ich freue mich, euch jetzt ein bisschen Monster Hunter vorspielen zu dürfen. So, my name's Troy Smith. I work at Capcom in Japan, and I'm here helping out, trying to promote Monster Hunter World also. Genau, Troy kommt nämlich aus Japan direkt eingeflogen, um uns zu helfen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und deswegen zaubern wir jetzt uns in die Ecke Picture-in-Picture Magic an. Vielen Dank. Hex, Hex. Ting, tong. Okay, so we're gonna start right away. Und dieses Mal schnappen wir uns nämlich ein anderes Monster. Es gibt ja genug Viehzeug, was rumläuft. Steffi schnappt sich dieses Mal ein neues, und zwar ein Großjäger, wie ich gerade gesehen habe. Okay, so we're starting with the Yagi as well, the big one? Or? So this time we're going to start off with Great Jagras. So he's a big lizard. We're going to go try and hunt him. We're going to use the bow this time around. Try and show off another different type of attack, if you tuned in for last time. Also wir holen uns dieses Mal einen Großjagi, und zwar mit Pfeil und Bogen. Letztes Mal hatten wir Insektengläfe und was war das andere, was wir hatten? We had the spear, wir hatten den Speer. Und diesen Speer, und jetzt haben wir Pfeil und Bogen. Und ich würde sagen, wir machen es mal auf und gucken, wo das Biest sich versteckt. Okay. Yeah, so this weapon right here, it's one of Steffi's recent favorite weapons. Okay. How it's used is kind of redone in World, made better to play with the controller. Okay, genau, das ist jetzt eine von Steffis Lieblingswaffen sozusagen, weil man jetzt wirklich gut sehen kann, wie man mit dem Controller und dem Pfeil und Bogen arbeiten kann. Wir haben da was gefunden. Die sind zum Beispiel, wie wir gerade gesehen haben, Pflanzenfresser. Das sind die man in meiner ersten Quest angreifen muss, was mir persönlich immer richtig leid tut, weil die einfach nur echt freundlich sind und eigentlich gar nichts tun. So we still got to find off trying to find the monster, because the monsters, once again, they have a mind of their own, so we can't control where they're going to be at any time. Also wir müssen natürlich immer noch erstmal suchen. Wir können nicht kontrollieren, wo die Monster sind. Die haben meistens ihren eigenen Willen, und deswegen schauen wir mal, wo die sich verstecken. And it's also, you have to learn about the monsters, like exactly. Where they're hiding, what's their favorite spot, what's their favorite food. Yep. They all have their own habitats. Like this Great Jagras here, he likes eating those animals that we saw just a little bit earlier in the gameplay here. So maybe if you hang around there, he might show up. We don't know. Also es geht ja vor allen Dingen auch darum, damit wir wissen, wo sie sind, müssen wir erstmal über die Monster herausfinden, was sie gerne essen, wo sie sich verstecken, was ihre Angewohnheiten sind. Und dafür gibt es natürlich auch immer dieses sozusagen das Bestiarium, wo sich alles versteckt. Wir müssen es aber auch erstmal selber herausfinden. Manchmal geben uns auch Händler oder die Questgeber Tipps. So oder so ist Steffi jetzt erstmal auf dem Weg und schaut, wo sich das Biest versteckt. What I always loved about Monster Hunter is the learning by doing aspect. Yeah. I can remember the first time when I played Monster Hunter, I was trying to kill Rathalos, the big red dragon. Right, the big dragon. And I couldn't do it. I had like my big sword and I tried, I couldn't do it. So what I did, I was selling all my equipment. Oh. Started from new. Oh, wow. Like in the game. And I started with the cannon. Oh, the bow gun, yeah. Yeah, with the bow gun, with the big one. But I had no money left to buy any ammunition. Oh, no. So what I actually learned was like crafting my ammunition from scratch. And like really hunt that thing for 50 minutes. Wow. And that was like my first big experience with the game. So, is it possible in this game to like craft your own stuff on the go? Yep. So crafting is a major part of Monster Hunter. It's all about fighting those monsters and getting materials in the environment to try and improve yourself and your equipment. Yeah. Equipment and weapons themselves, you still might have to go back to the home base and try and craft them, because you need a professional craft person to do that for you. But smaller items, healing items, you can do on the go. I think we found the monster. Yeah, here we go. This is Great Jagras right here. He's a large lizard with those dreads like coming out of his head. Wir haben gerade das Monster gefunden, deswegen nur ganz kurz. Crafting ist wichtig. Ihr könnt nach wie vor eure Munition selber craften. Für die besonderen Waffen müsst ihr euch aber natürlich nach wie vor vom Händler bzw. vom besonderen Crafter das herstellen lassen. Das kennen wir aber schon. Jetzt geht es aber erstmal dem Großjäger in den Kragen. Und das Coole ist halt wirklich, dass man so on the fly lernt. Also gerade wenn man spielt, man lernt nicht nur die Monster kennen, sondern man lernt auch kennen, wie man sich selbst am besten verteidigt und wie man die Umgebung nutzt. Und das fand ich immer, war ein sehr cooler Aspekt von Monster Hunter. Und ich bin froh, dass sich das da absolut nicht geändert hat.
So, der schlängelt sich jetzt erstmal einfach irgendwo anders hin. Müssen halt auch viel verfolgen, wie das halt ist bei einer richtigen Jagd. Natürlich findet er das kacke, wenn man ihm ordentlich was auf den Pelz ballert. Oh, da ist er, glaube ich, gerade sauer geworden. He's a little coward, actually. He's like running to his friends and being like, oh my god, I was beat up. He's getting his tiny family to help him out. Er ist schon ein kleiner Sack. Der hat nämlich jetzt gerade seine Freunde geholt, damit er nicht alleine kämpfen muss. Und jetzt, wo die alle dabei sind, ist er auf einmal wieder super mutig. Aber wir sehen, jetzt haut er erstmal wieder ab. Oder greift uns an. So as you can see, Steffi here, she's using the bow, and there's a bunch of different coatings you can put on your arrows for your bow that give different abilities. Also es gibt natürlich immer für jeden Bogen und für jeden Pfeil eine bestimmte Beschichtung, die immer auch besondere Statuswerte haben, zum Beispiel Eis, Feuer und so weiter. Ich habe eben was gesehen, das sah aus wie so ein Morgensternregen. Steffi, was war das denn? Oder könnt ihr das ganz kurz... so you get... sorry, I forgot she doesn't have a microphone. Die ist hochkonzentriert. Yeah. So there was... She used her arrow and then you had all these things coming down, like the Moni stars. What was that about? So there's different charges of attacks that you can do with the bow. Each weapon has different combos that you can learn and utilize to help take down the monster. So that was one of the different attacks that the bow has. It starts raining down. Ja, genau, das meine ich. Different things from the sky. Okay, genau, also es ist quasi eine Charge-Attacke. Die hat, jeder von den Waffen hat eigene Charge-Attacken, die man auch ausbilden kann. Und diese Morgenstern-Attacke war zum Beispiel eine von denen. Did I see that just right? Did the feline ride this dinosaur So over there? your Palico partner can pick up other animals and try and turn them onto your own side. Also der Feline hat gerade den Yagi gemountet, was ziemlich cool war, weil bis jetzt konnten ja nur wir das und jetzt können es auch die Felines. So now you can see that monster is even helping us fight Great Jagras. So this thing actually got useful. Yeah. Oh my god. Oh, your partner is very useful. Yeah, I see that. Jetzt haut er ab. What I remember from the early games is that you always had a time limit. Yes. That also back. So that's a standard for Monster Hunter, so that will also remain unchanged. You can actually see the clock up there. Okay, yeah, I didn't see it. Wir haben natürlich auch wieder ein Zeitlimit, so wie immer. Wir sind aber noch relativ gut in der Zeit. Wenn er nicht so oft abhauen würde, würden wir schon was kriegen. So we would be faster if he wouldn't keep running away. Exactly. Once again, these monsters, they act like real animals, and when they're threatened, they want to get out of there. I love it how he like his neck got even bigger because he was really angry. I guess when he gets angry or when he eats, he gets full, and how he acts completely changes. That's a stun trap. Yeah. Really cool. She's gonna lay down some bombs. Oh yeah, the good old bombs in a barrel. Oh, that's some good damage right there. Steffi hat ihn nämlich jetzt nicht nur gestunt mit ihrer Elektroattacke, er hat direkt eine Bombe drunter gebaut, damit er ordentlich auf die Nase kriegt. Er hat auch eben seinen, wie heißt das, Kropfsack oder so? Hat eben seinen Hals aufgebläht, weil er richtig sauer war. Wenn er isst, macht es auch. Jetzt hat er sich gerade Steffi kurz geschnappt, aber sie ist zum Glück ausgewichen. So as you can see, each different section of the body kind of gets different damage. So there's better parts that you could attack, like for example on this monster, the face, than attacking the feet. But that's different for each monster, so you have to learn these things. Natürlich haben die Monster auch verschiedene Schwachstellen direkt auch am Körper. Bei dem Großjagi zum Beispiel, oder bei dem Großjagra ist es am besten, wenn man das Gesicht angreift. Es gibt aber auch Monster, denen tut das richtig, richtig weh, wenn man ihre Füße trifft. Das muss man aber für jedes Monster selber rausfinden. Oh, and there he goes running again. Und er haut wieder ab. This little coward. Steffi's just too scary. Ja, Steffi ist halt richtig gruselig. Should we be scared? Watch me eating meat. Comedy is always like a huge part of the Monster Hunter world. Correct. We just saw her running down and was like not normal running, it was actually wailing. Exaggerated movements, yeah. You saw the cat riding on the other monster. No, I mean, there's a bit quality fun can be had with this game. I always loved it when you had like to carry a big egg. No, it was like not like carrying a big egg, it was like dun, dun, they're dun, heavy dun, dun. eggs. They're heavy eggs. Yeah, of course. Natürlich ist Monster Hunter kompliziert und man muss sich reinfuchsen, aber es nimmt sie natürlich auch nicht allzu ernst. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den Berg runterrennen, dann laufen wir auch ein bisschen bekloppt sozusagen und wenn wir eine riesige Axt haben, sind wir stolz drauf. Jetzt hat Steffi gerade das Monster wieder gefangen, sie hat sich, glaube ich, in der Botanik verheddert. Und, But that was your trap?
So this was actually a natural environment trap. Oh, There was a tree covered with vines. We had the monster run into the tree and then get itself tangled in the vines. Und zwar war das Monster quasi selber schuld, beziehungsweise Steffi hat es reingetrieben. Es gab nämlich diesen einen Baum, an dem jede Menge Efeu hängt. Monster ist reingerannt, ist auf das Monster draufgefallen und so hatten wir quasi eine natürliche Stolperfalle für das Monster. So there's many things in the environment that you can use that are new in this title for this series to help you hunting your monster. Und das Gute daran, dass man halt mit der PS4 und den neuen Konsolen neue Power hat, heißt, man kann auch mehr mit der Umgebung machen. Es gibt ziemlich viele von diesen Sachen. Wir haben ja gestern auch schon gesehen, da ist das Monster in die Wand reingefallen. Wir haben direkt ein neues Gebiet geöffnet. Für alle, die es gestern noch nicht gesehen haben, die Gebiete sind jetzt ohne Ladezeiten jederzeit erreichbar. Wir haben eine offene Welt, durch die man laufen kann, wenn man möchte. Nice shot. Yeah, she's doing a lot of damage. We just explained again that there are no loading screens anymore. Exactly. It's all one a open world. seamless environment. Oh, 10 minutes left. Or I think she's got it though. We don't need all that time. If we get into it. Wer kriegt's jetzt? He's looking really tired already. Man sieht schon, wie der sich schleppt. Das heißt, er hat nicht mehr besonders viel Gesundheit übrig. Kann nicht sein, dass sie jetzt nochmal... Und er haut ab. Come on. And he runs away, yeah, of course. you hit him. Yeah. Yes, come Oh, on. but you see him limping over there. Ah, jetzt humpelt er, den haben wir bald. There's no chance. So that's one thing. Den kriegen wir. The monsters here in Monster Hunter, they don't have health bars. It's a natural thing, yeah. So you have to be able to read how the monsters act to know in what situation they are in. Es geht ja hauptsächlich ums Jagen und ich meine, wer schon mal einen Jäger gesehen hat, natürlich gibt es in echt auch keinen Gesundheitsbalken, deswegen hat auch Monster Hunter keinen Gesundheitsbalken. Man kann aber wirklich gut an den Verhaltensweisen der Tiere oder der Monster erkennen. Monster Hunter. Kann man sehr gut an den Verhaltensweisen der Monster erkennen, wie es ihnen gerade geht. Man muss natürlich auch aufpassen, es gibt viele Monster, wenn die angegriffen und in die Ecke getrieben werden, werden die sauer. Nicht so wie er, der haut die einfach ab. Okay, so he keeps running away, just doesn't want to confront anyone. He keeps on trying to get away from Steffi. As we said, he's kind of a coward, so... I always loved it when the monsters at the end were like really aggressive. Like Diablo. Yeah, he's also Diablo's, standard. Yeah, you know what you're talking about. Yeah, he's like way too aggressive. I hate that thing. Yeah, some of them, once they get lower on health, they actually get new attacks and they start, like you said, getting just more angry. Wailing at you. Come on. Luckily this time around, Great Jagras is not like that, so... Genau, es gibt ja welche, die werden richtig aggro, wenn man die zu lange ärgert. Und Tommy hat gerade gesagt, der Diablos zum Beispiel, der rastet völlig aus am Ende. Aber offensichtlich eher nicht. He's coughing. Looks like he's eating, trying to get some health back. Oh, see, he got a meal in, so now he's nice and full. Did he actually eat one of his own? Possibly. I didn't see what he was eating, so... Aber ich glaube, der hat einen von seinen Freunden gegessen. Aber hey. Und jetzt könnt ihr es auch noch mal sehen, unsere Katze, also unser Feline Companion, reitet gerade auf dem anderen Yagi oder ist gerade drauf geritten und nutzt das, um den großen Yagi anzugreifen. There we go. Finally, sorry. Good job. Sorry. Das ist okay, das ist den Ton für die Leute. Ja, also das Viech ist platt, ne? Ich würde sagen, Steffi hat eindeutig gesiegt und jetzt ist es Zeit, sich abzugreifen, was das hier noch so mit sich bringt. So, Steffi, you're looting now. Also, best part of the hunt. Yeah, best part of the hunt, getting your trophies. So once again, getting those parts and then hopefully taking that back and trying to make more equipment out of it, so... I really like how the others kind of respect you, like they want to attack you, but they don't. That's really cool. They know that you're the main threat now, so they're not going to bother you. Fun thing, back to the Rattler story. I did it that way so often that I could build my whole Rattler's armor and sword. Nice. So it was good like for you. 1 week work. That's a good challenge. Yeah, I love that. I love the challenge. Ja, es geht jetzt darum, man kann ja auch aus Monsterteilen Rüstungen machen und es gibt wirklich gute Rüstungen von wirklich starken Monstern. Wenn man die aber komplett haben will, muss man halt ein bisschen öfter da ran, weil die geben natürlich nicht direkt einen ganzen Schlafanzug für dich raus. Yeah. Ne? Yeah. So, what I want to ask, because we saw the jungle, but there are more environments. There are more environments. The jungle underwater,
Maybe. I can't say. In the most recent trailer that released, you will see a new area there. It's a desert area. Okay. I will say there's more than that also, so just stay tuned. Okay, great. Es ging gerade um Gegenden und Tommy hat gefragt, ob es auch eine Unterwasserwelt gibt. Er sagt, kann er nicht beantworten. Es gibt aber den nächsten neuen Trailer. Da werden neue Sachen gezeigt. Und dann gibt es außer den Sachen nochmal neue Sachen, über die wir aber gerade nicht sprechen können. Es gibt aber etwas. Neues Secretive. Yeah. Okay, so... New things we're excited about, maybe. Yeah. I'm glad you're excited. So. Okay, so... Maybe we should try to take a look at the trailer for the desert stage. Oh yeah, In the trailer, did you guys send it to us? Well, Okay. actually, the We have trailer. a trailer. Okay, ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns den Trailer doch direkt mal an, oder? Ja. Roll the clip. Das war der neue Trailer Das mit war der dein Wüste. Trailer. Mein Highlight war hinterher das Mettentchen für den Feline. Das war ja großartig. Mett ist eine Essen gute ist Sache. wichtig im Monster Hunter, also... Mettentchen sind auch eine wichtige Sache. Genau, so, wir haben ja offensichtlich, beziehungsweise Steffi hat ja offensichtlich den Jagra platt gemacht. Und Ja. wir haben aber noch mehr Sachen und ihr seid ja auch morgen noch mal da. Ja, natürlich. Ich habe Genau. gehört, da darf ich mir eine Wunschwaffe aussuchen. Vielleicht. Okay, vielleicht. Welche wünschst du dir denn? Das große Schwert. Das große, was haben Das wir noch? Großschwert? Ja, das haben wir noch gar nicht gehabt, glaube ich. Okay. Oder was wäre denn lieber? Ich spiele nicht so gerne mit so langsamen Waffen, Okay. aber schauen wir mal. Okay, probieren wir es mal aus. Okay, das heißt morgen vielleicht das Großschwert. Ich bedanke mich ganz herzlich. Thank you so much for being here again. We'll see you tomorrow again. Ja. Okay, no Ja. worries. Und genau, wir sind gleich wieder da. Wir machen jetzt eine kurze Pause und bis gleich. Bis gleich.